Open Mesh. Ja, aber da Kanal 1. irgendwie. Hä? Was? Achtung. Ich fahre da am Gehweg runter. Setz dich vernünftig hin. Ich sitze vernünftig. Alles klar. Okay, Sicht links ist ein Radfahrer auf der Straße. Ganz Na, sauber. sanft. Dann Hü, Max Hü. Oddi. Wir haben eben Driver gesehen. Aber sowas von. Was hat ihr? Also, Das war schon spooky. krank. Der ist auch hier? Maschine und Kombi. Also von der Kombi her hätte er das. Hat der auch golden, also diese gelben Felgen? Ja, also, MacGyver, weil die waren auch gelb. Also ich habe zweimal hingeguckt. ja, ich auch. Ich habe gedacht, vielleicht winkt er und steigt ab. Überraschung. Gewunken hat er. So. Ihr Budapester. Mehr und danke jetzt. Oh, schön Fahrtwind, ey. H&M wollte ich nur sagen, rechts. Zara, hier ist das Einkaufszentrum. Genau. Ja, guten Morgen. Es ist 8:45. Wir sind aber schon fast 2,5 Stunden unterwegs. Sind aus Budapest rausgefahren und stehen hier jetzt noch auf einer Tankstelle, werden aber gleich wieder weiterfahren in Richtung Norden nach Olmütz. Da waren wir auf dem Hinweg ja schon. Und da haben wir gesagt, das Hotel war okay, das buchen wir doch glatt nochmal. Und sind heute Morgen so ein bisschen früher los wegen der Temperatur von gestern mit 35, 36 Grad. Deswegen haben wir uns das nicht nochmal gegeben. Und haben entschieden, heute Morgen um 6 zum Frühstück zu gehen, um dann auch direkt in Budapest loszufahren. War eine coole Sache, war ein schöner Pausentag da gestern. Oder Con-Oil Tanke. Ungefähr. Ja, wie viel haben wir jetzt heute schon gemacht? Kilometer? 50? Warte, ich guck mal. ...52. 52? 52, Ja, ja. schon. Okay. So, und irgendwann geht's jetzt da Richtung Grenze. Was sind das immer Kilometerangaben, da die grünen Schilder an der Seite rechts? Das würde hinkommen, wenn das in Budapest losgegangen ist hier. Wir sind hier auf der Straße Nummer 2. So eine Art Bundesstraße, würde ich mal sagen, ist das? Das müsste eine Bundesstraße sein, ne? Die 2. Ja. Also ich habe zumindest Autobahn vermeiden eingegeben. Das Sofern die hier auch Bundesstraßen heißen oder so. Ja. Gut. Wow, das sind Kilometerschilder. Jetzt schnalle ich das auch endlich mal. Ja, das sind die Entfernungen zu dem zentralen Stein da in Budapest. Das hatte er gestern bei der Bustour hat er das erklärt. Okay. Und mir waren die Schilder schon aufgefallen, bevor wir reingefahren sind, diese grünen. Und alle großen Ein- und Ausfallstraßen haben diese Schilder, wie Okay. weit es zu diesem Stein ist. Hätten wir ja mal dann aufnehmen müssen, den Stein. Ja, da saß man im Bus. Und Das ist die Grenze jetzt, ja. So, jetzt kommen wir an die Grenze. Mal sehen, ob da wer drin sitzt. Eigentlich nicht mit zu rechnen, aber
die LKWs gibt es doch irgendwie die Abfertigung. Wir sind da. Die Vorsorge Ich würde sagen. ausgemacht. Aber da sitzt keiner. Slowensko. So, herzlich willkommen in der Slowakei. Wir sind in Ungarn. Genau, Schneeball. Und tschüss, Ja. Ungarn. Ja, wir sind auf der E77. Das hat nichts mehr mit der vorgeplanten Route zu tun, denn wir wollten heute möglichst zügig vorankommen aufgrund der anstehenden Temperaturen. Und hier läuft es ganz gut. Dobraniva. Wer ist der Ort hier? Zwolwind oder was? Ja, Zwolwind. sowas. Das hat sich irgendwie holländisch angehört. Oder Ja, belgisch. da gibt's ja auch Zwolle in Holland. Zwolen. Bei Mordsburg haben sie auf jeden Fall schon mal stehen. Da haben die anderen alle nicht. Oh. What ist hier? Nicht! Vorbei! Also er wird mich hier runterziehen. Filmen wir mal den Marin. Den Martin wollen wir mal besuchen. Oh, Martin geht's da. Martin! Der slowakische Marin. Wer kennt ihn nicht? Ja, Da ist er schon. Guck. das ist er, genau. Das war ja, genau. Ja, Ja, Martin, alte Rinde. Ja. Wenn auch unsere YouTube-Zuschauer sich jetzt alle gemeinschaftlich an den Kopf fassen, was wir hier rumlabern, man muss die Stimmung hochhalten. und das Niveau niedrig. Genau. Das muss kein Widerspruch sein. Nein. So. Ich friere jetzt. 25 Grad. Das ist ja nicht auszuhalten. Nahe am Kältetod. Ja. Dolly Hammer Neck. Hermannet. Oder irgend sowas. Der ist kaputt, ihr Gerät. Ist kaputt. Ja, der Gerät ist Zeigt kaputt. nichts an. Der Gerät schläft. Ja, der Gerät schläft.
Hast deine Kameras an? Bitte? Hast deine Kameras an? Die sind gerade alle ausgegangen. Meine laufen noch. Meine laufen noch? Jo. Okay. Ich wollte mal kurz die 360er anmachen. Aber da muss ich kurz anhalten. Da war doch 300 Meter Parkplatz. Ja. Weiß man immer nicht, ob das Öl ist hier oder schmierig oder... Das wie am Kühlhäuser. Aber wirklich. Aber das habe ich nicht gedacht, dass das hier noch so witzig wird. Nö, Vorsicht. Wir sind nicht mehr in Ungarn. Es geht nicht immer nur geradeaus. Aber wirklich. So, das war's wohl. Fast. So. Fast. Einige Zeit später. Das ist ja eine schöne Gegend hier. Und das muss doch mal aufgenommen werden. Insgesamt zum Ziel noch knapp 200 Kilometer. Und im Moment genießen wir die Temperaturen eben durch die Berge. Runtergegangen auf 24 Grad. Ja, nochmal 2 Worte zu Budapest. Hotel war sicherlich die richtige Wahl. Haben wir alles über Booking gemacht. War sicherlich €1 teurer, aber dafür standen unsere Mopeds 2 Tage lang sicher in der Tiefgarage, die noch nicht mal was gekostet hat. Die haben sie uns noch nicht mal berechnet. Und es war wirklich ruhig, das Hotel. Frühstück haben wir uns da nicht gegeben, aber die wollten 18 € pro Nase pro Frühstück haben. Nebendran war so eine kleine Bäckerei. Ganz leckere Sachen, die sie da verkauft haben. Und heute Morgen haben wir uns da erstmal einen Kaffee gegeben. Gestern waren wir den ganzen Tag in Budapest unterwegs und haben eine Bustour gemacht. Und das kann man wirklich empfehlen, die rote Linie da mal zu fahren. Kommt man an fast alle schönen Punkte. Das gruppiert sich in der Regel alles um die Hauptstraßen bzw. um die Donau herum. Sortiert sich das dann ein. Gegen 19 Uhr sind wir dann nochmal los und wollten, und das war auch Teil dieses Bustickets, die abendliche Donaufahrt machen mit so einem kleinen Schiff. Und wir kamen so gegen 7:30 da an, hätten unsere Bustickets noch upgraden müssen für 5 €. Aber die Schlange, die da vor dem Eingang stand, die ging bis nach Meppen, nicht untertrieben. Die war gefühlt 200, 300 Meter lang. Wir haben uns das dann aber nicht gegeben, haben gesagt, ist egal, wir gehen jetzt erstmal schön essen. Haben echt ein tolles Restaurant gefunden. Und in den ganzen Ländern, wie auch letztlich in Ungarn, Preis-Leistung hat echt, Entschuldigung, echt gestimmt. Ich blende euch jetzt mal das Bild von dem Schnitzel ein. Das Schnitzel auf dem Teller war größer als das auf dem Bild. Und das für knappe 20 €. Wir hatten dann entschieden, wir um 9:30 da sind und das letzte Boot nehmen
Und das haben wir dann auch gemacht. Die Schlange war zwar noch da, aber war lange nicht so lang. Und nach dem Boot haben wir entschieden, wir fahren mit dem Taxi zurück. Für uns 4, für die 2,5 Kilometer. Und das war immer noch richtig warm. Haben wir knapp 10 Euro bezahlt und das war absolut das Geld wert. Ja, heute Morgen war dann doch früh aufstehen. Also frühes Aufstehen war angesagt, 6 Uhr, halb 6 aufstehen. Wir wollten so schnell wie möglich raus aus der Stadt, wie es geht. Nochmal in die Bäckerei und dann ziemlich schnell aufgebrochen. Haben dann auch gemerkt, dass der Verkehr doch relativ schnell einsetzt. Aber Budapest kann man für so einen Pausentag richtig gut nutzen. Und jetzt sind wir, wie ich schon gesagt habe, auf dem Weg nach Olmütz. Eben nochmal schön durch die Berge gefahren. Und dann werden wir den Nachmittag, naja gut, den Abend dann genießen, weil im Moment zeigt er mir an, dass wir noch 200 Kilometer zu fahren haben und gegen 4:30 dann da sind. Wir werden sicherlich nochmal eine Pause machen, so wird es dann eher 17:30 mit dem Eintreffen. Aber momentan Temperaturen richtig gut, 25 Grad, lässt sich echt aushalten. Ein bisschen näher. Hast du die 360 laufen? Nein. Eigentlich müsste ich auf die andere Seite kommen jetzt, ne? Ja, dann mache ich meine nochmal wieder an. Ich habe meine gar nicht anmontiert, wenn ich ehrlich bin. Ich blende jetzt mal eine Szene dazu ein, wie sich das anfühlt. Jetzt haben wir eben hier eine halbe Stunde in der Baustelle zugebracht. Also wenn wir da gewartet hätten, wir alle anderen auch, dann hätten wir das nicht überlebt. Es ist mordsheil 31 Grad und die stehen da alle vor dieser Baustelle. Und Peter hat erzählt, dass er mit Wolle vor 7 Jahren schon an dieser Baustelle stand. Und ungefähr so lang war unsere Schlange jetzt auch. Heidewitzka. Ja, aber jetzt sind wir durch, jetzt läuft's und immer wieder aus. Ja, die Burg da oben haben sie mal für Dreharbeiten für einen Drachenfilm benutzt. Wow. Oh Schatz, wir fahren jetzt aber nicht zurück. Alter Schwede. Rod Strekno. Na, dann gucken wir doch mal nach, welcher Film das war. Welcher Drachenfilm. Das ist aber eine Baustelle hier, du. Was bin ich froh, dass ich nicht auf der Gegenseite drin gestanden habe. Da ist doch eine Stunde Licht, oder? Jetzt, wo die da stehen. Ja, das Bis ja an der Ampel sind. Vielleicht meintest du die Burg, Peter? Ja, meinte er auch. Die meinte ich und die Baustelle war genau unterhalb.
Weil dann sind wir ja jetzt schon ein bisschen weitergekommen. Ja. So, wo dieser Felsvorsprung ist, da haben den Kram haben die da betoniert damals. Aber hier die Ampel. Das ist die Grenze, oder? Ja. Ja. Sind wir tatsächlich in Tschechien? Ja. Ach, und ich dachte, das wäre in der Slowakei. Da ist das Hotel, genau. Nee. 2 Grenzüberschreitungen an einem Tag. Wir switchen da nur so durch. Ja. Polizia. Grüß Gott. Wenn Sie angehalten, weil Sie da hinten zu schnell Mach sie gefahren hinten sind. mal auf. Genau. Moin. Wir tun jetzt ganz unauffällig. Jetzt sind wir in Tschechien. Da sind wir erstmal in Böhmen, genau. Ja, Olmütz war nicht mehr weit weg, aber den Kampf mit dem Feierabendverkehr, den schenke ich mir an der Stelle mal. In der nächsten Folge geht es dann in die Nähe der Schneekoppe nach Karpaz. Das war auch eine ganz klasse Tour und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, tschüss.